Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch eine unserer Diagnosen vor mit einem Fallbeispiel aus einem BMW X1 2 Liter Diesel aus 2010 mit knapp 150.000 Kilometern. Der Kunde hat das Fahrzeug gekauft und möchte das Auto länger fahren. Wir werden in diesem Video euch zeigen, was man alles prüfen kann. Ich mache das Tor mal runter, damit das alles nicht so laut ist. Der Kunde hatte das Glück, dass er zu uns kommen kann und wir die einzelnen Sachen prüfen. Das heißt, bei der Prüfung bekommt er von jeder Komponente, die wir prüfen, wie Injektoren, Partikelfilter, Dreiklappen, Automatikgetriebe, bekommt ihr Bilder zugeschickt und eine Sprachnachricht, was das bedeutet, wie der Zustand ist und was wir halt empfehlen. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen und vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen zum Beispiel, oder ihr habt bereits ein Fahrzeug, was ihr länger behalten wollt, oder ihr habt ein Problem, können wir genau diese Prüfung auch aus der Ferne anbieten. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows. Das Internet kriegt ihr ja übers Handy als Hotspot und dann können wir alle Prüfungen, die ihr gleich sehen werdet in dem Video, auch bei euch zu Hause prüfen, von hier aus vor Ort. Dann habt ihr entweder bei dem Kauf eines Fahrzeugs eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, könnt ihr sagen, hör mal zu, ich muss das und das investieren, damit ich das Auto noch die nächsten 5, 6 Jahre fahren kann. Oder wenn ihr selber so ein Fahrzeug habt, dann wisst ihr, macht es Sinn, das Auto zu behalten, macht es Sinn, lieber das Auto zu verkaufen, bevor es teuer wird, oder gibt es ein paar kleine Sachen, die man machen kann, damit so ein Fahrzeug lange lebt. Wir haben das Fahrzeug hier ausgelesen und was man zum Beispiel sehen kann, das Auto ist aus 2011, man kann sehen, dass der Softwarestand des Fahrzeugs ist immer noch der erste und das ist sehr, sehr schade, denn obwohl die BMW AG Updates entwickelt, damit einfach Fehler entfernt werden, damit Prozesse wie Regeneration des Partikelfilters oder des Blutsystems perfektioniert werden, werden diese Fahrzeuge bei den Niederlassungen oder Vertragspartnern nicht geupdatet. Warum nicht? Weil wenn man ein Update macht, dann muss man leider das gesamte Fahrzeug updaten. Und man hat jedes Mal die Gefahr, dass eines der Steuergerät kaputt gehen kann. Und so ein Steuergerät kostet viel Geld. Wenn das Auto noch auf Garantie ist, haben natürlich die Werkstätten kein großes Interesse, dass irgendwas kaputt geht, was man dann selber bezahlen muss. Ist das Fahrzeug aus der Garantie raus, wollen die Werkstätten natürlich nicht dem Kunden verklickern. Wir haben jetzt ein Update gemacht, dabei haben wir ein ABS-Steuergerät abgeschossen. Das kostet dich jetzt 3.000 € zum Beispiel. Deswegen ist die Idee von den AGs, von der BMW AG oder von Mercedes super, die Updates zu entwickeln, aber die Updates werden nicht gemacht. Wir haben die Möglichkeit, einzelne Steuergeräte abzudaten, entweder hier vor Ort oder auch aus der Ferne. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die neueste Motorsoftware haben wollt bei BMW, können wir das auch aus der Ferne machen. Wir fangen jetzt einmal die einzelnen Sachen an zu prüfen. Dieses Fahrzeug hat leider bereits ein Problem und wir gehen jetzt einmal Stück für Stück einmal die einzelnen Sachen durch, so wie wir das auch bei euch zu Hause prüfen würden. Wir gucken uns als erstes die Injektoren an. Wir haben bei dem Fahrzeug einen 4-Zylinder, das heißt, wir haben 4 Injektoren. Und wir werden anhand der Werte sehen, wie ist der Zustand. Bevor ein Injektor kaputt geht, kann man sehr, sehr viel machen, um ihn wieder herzustellen. Denn natürlich kann man Injektoren reparieren lassen, aber ein reparierter Injektor ist niemals so gut wie einer, der ab Werk neu war und wo der Zustand einfach gut geblieben ist. Hier sieht man zum Beispiel, bei der relativ kleinen Laufleistung haben wir schon bei dem Zylinder 1 einen nicht idealen Wert. Alle anderen Zylinder haben Werte, die sind okay. Und wenn zum Beispiel die Injektoren verkoken, können sie auch anfangen zu tropfen und ein Loch in den Kolben reinbrennen. Das kann sehr, sehr teuer werden. Und ein Injektor zum Beispiel, wenn man die wirklich tauscht, beim BMW oder bei Mercedes, liegen die preislich bei 500 € pro Stück. Aber man kann sehr, sehr viel machen, um die wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Und wenn wir zum Beispiel eine Diagnose machen, dann erzählen wir euch, was man für euren Fall halt machen kann, welche Mittel man verwenden kann, damit das halt möglichst lange hält und damit das auch was bringt. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug bestimmte Komponenten. Ne? Als erstes gehen wir mal von dem Partikelfilter aus. Wir haben einen Partikelfilter, der setzt sich halt mit Ruß zu und irgendwann muss das Fahrzeug eine Regeneration starten und den Partikelfilter frei brennen. Das ist die Idee dahinter. Wann er frei zu brennen ist, bestimmt das Fahrzeug über einen Sensor. Das heißt, der Sensor misst die Beladung des Partikelfilters, wie viel Abgasgegendruck haben wir und
wann müssen wir den regenerieren. Aber wenn so ein Sensor wie in dem Fall 12 Jahre alt ist, dann kann er natürlich nach 12 Jahren auch kaputt gehen, weil der Sensor, der misst immer den Abgasgegendruck und der ist natürlich rußhaltig. Und dieses Rußhaltige kann natürlich dafür sorgen, dass er irgendwann halt dicht ist und uns falsche Werte liefert. Wenn er uns falsche Werte liefert, dann liefert er auch falsche Werte dem Auto und dann kommt das Auto niemals auf die Idee, eine Regeneration zu machen. Er wird immer voller und voller und voller und der Turbo hat immer mehr Gegendruck und irgendwann geht der Turbo kaputt. Und dann kann bei einem defekten Turbo auch die ganzen sozusagen Späne, kann auch in den Motor angesaugt werden. Das sind alles Sachen, die man vermeiden kann. Ihr seht, die Drehzahl erhöht sich. Wir hören, das Auto ist laut. So würde das auch bei euch zu Hause sein. Und wir sehen jetzt zum Beispiel die Werte, die wir euch als Foto zuschicken würden. Aber die Werte an sich ist nicht das Allerwichtigste. Wichtig ist, dass man die Werte halt richtig interpretiert. Deswegen gucken wir uns auch zum Beispiel an, wann das Fahrzeug das letzte Mal regeneriert hat. Da ist es halt auch sehr wichtig, dass man, bei manchen Fahrzeugen kann man zum Beispiel die Rußmasse sehen, bei manchen Fahrzeugen kann man sehen, ob diese Werte überhaupt authentisch sind im Vergleich zur letzten Regeneration, ob die überhaupt erfolgreich war. Und diese ganzen Sachen sind halt wichtig, damit man weiß, wie ist halt der Zustand des gesamten Fahrzeugs. Zum Beispiel, das Auto hat vor 280 Kilometern versucht zu regenerieren, aber nicht erfolgreich regeneriert. Das heißt, irgendwas hat ihn gestört, um die Regeneration halt durchzuführen. Wir werden jetzt einmal weiter prüfen und schauen, wie ist der weitere Zustand des Ganzen. Als erstes prüfen wir mal bei dem Fahrzeug die Versottung der Ansaugkanäle. Und zwar, es ist halt so, wir haben bei dem Fahrzeug, bei einigen Fahrzeugen haben wir Dreiklappen. In dem Fall haben wir keine, weil es ist ein Vierzylinder ohne Dreiklappen. Aber bei den meisten Fahrzeugen haben wir Dreiklappen, die sehen so aus, die sitzen in der Ansaugbrücke. Kannst du einmal so ein bisschen filmen, dass man den Ruß auch sieht. Und man sieht zum Beispiel, diese Dreiklappen verrußen, weil die bewegen sich permanent hin und her. Und wenn da Ruß ist, dann irgendwann können die nicht richtig schließen. Und so eine Dreiklappe ist halt sehr wichtig für eine erfolgreiche Regeneration. Wo kommt dieser ganze Ruß überhaupt her? Der Ruß kommt her durch die AGR, durch die Abgasrückführung. Das heißt, der Motor läuft mit Luft, Abgasen und Kraftstoff. Und die Abgase werden dem Motor permanent zugeführt und die bleiben hängen. Die bleiben hängen zum Beispiel bei den Dreiklappen und sorgen dafür, dass die irgendwann klemmen. Aber nicht nur die Dreiklappen sind ein Problem, sondern dadurch, dass dieser ganze Schmodder irgendwo hängen bleibt, haben wir am Ende weniger Luftvolumen in dem Motor und dadurch läuft der Motor an sich zu fett. Und das ist das, was wir prüfen. Das heißt, bei Fahrzeugen, wo die Dreiklappen haben, prüfen wir natürlich auch die Dreiklappen. Ihr bekommt das als Bild und was das bedeutet. Und bei Fahrzeugen, die keine haben, prüfen wir natürlich zusätzlich zu den Dreiklappen natürlich auch die Versottung der Ansaugkanäle. Dass wir einmal schauen, wie weit sind die Ansaugkanäle, wo die Ventile sind, versottet. Und ihr seht zum Beispiel, ihr hört, die Drehzahl geht hoch, so würde es auch bei euch zu Hause genauso sein. Das heißt, wir prüfen das bei verschiedenen Drehzahlbereichen und haben dann Ist- und Soll-Werte. Und dann sieht man, wie ist sozusagen die Versottung des Motors. In dem Fall sehen wir zum Beispiel, wir haben Maximalwerte 30 bis minus 30 und wir haben jetzt die Werte bei den verschiedenen Drehzahlen. Aber das ist noch nicht alles. Wir gucken auch natürlich, wie sind die Werte bei der berechneten Luftmasse. Das muss man halt auch im Verhältnis setzen, weil zum Beispiel das Fahrzeug hat in dem Fall ein AGR-Bypass-Ventil oder eine AGR-Bypass-Klappe. Und zwar, das System funktioniert so, bis der Motor warm ist, bis er eine 50 Grad Kühltemperatur erreicht hat, ist die Bypass-Klappe offen. Das heißt, die Abgase werden dem Motor halt zugeführt und die sorgen dafür, dass er relativ schnell warm wird. Wenn natürlich das Problem da ist, dass er halt nicht richtig oder zu schnell warm wird oder die Klappe halt permanent offen ist, dann zeigt er uns falsche Werte des Partikelfilters an und er zeigt uns auch falsche Werte der Versottung an. So sieht zum Beispiel der AGR-Kühler aus, das ist der Kühler selber, das ist die Bypass-Klappe, hier sieht man die und die schaltet um, ob sozusagen die Abgase durch den Kühler gehen, ne, und gekühlt werden oder, das kann man hier am besten sehen, oder die gehen sozusagen direkt durch die Bypassklappe sozusagen in den Motor rein, um den warm zu machen. Wenn natürlich die Klappe permanent offen ist, wo sie nicht offen sein sollte, dann haben wir natürlich ein anderes Volumen
als das Auto das haben will. Deswegen muss man diese einzelnen Sachen auch richtig prüfen und gucken, ob zum Beispiel diese Bypass-Klappe sich halt ansteuern lässt, wie zum Beispiel bei diesem Fahrzeug. Da müsstet ihr einmal zum Beispiel zum Auto gehen und gucken, ob die Klappe aktiviert oder ob die sich bewegt oder sich nicht bewegt. Bei den anderen Fahrzeugen wird das elektronisch geprüft. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die AGR-Bypass-Klappe richtig arbeitet. Denn wenn die jetzt zum Beispiel verkokt ist, verkokt durch diesen Ruß, was wir da gesehen haben, dann schafft es zum Beispiel diese Unterdruckdose und das Unterdruckventil mit dem Schlauch, schafft es nicht, die auf- und zuzumachen. Das ist dann halt ein Problem, weil dann laufen die ganzen Abgase permanent in den Motor, auch ab einer Temperatur, wo die normalerweise nicht in den Motor laufen sollten. Und diese ganzen Sachen sind halt sehr wichtig, denn nicht nur die Werte, die man sich angeschaut hat, ist das, was zählt, sondern dass man diese Werte im Verhältnis setzt. Wenn zum Beispiel die AGR-Bypass-Klappe nicht richtig arbeitet, dann sind die Werte des Partikelfilters auch nicht echt. Auch die Versottung der sozusagen Ansaugkanäle ist auch nicht echt. Das heißt, wir haben zwar Werte, aber man muss die Werte nicht einfach nur ablesen, sondern man muss auch die Werte im Verhältnis mit den anderen Sachen sozusagen zusammensetzen. Das ist das, was die Erfahrung halt, wo die eine Rolle spielt, weil wir haben das täglich, diese ganzen Sachen, und damit man einfach die richtige Maßnahme trifft, damit so ein Fahrzeug möglichst lange hält. Als nächstes werden wir bei dem Fahrzeug jetzt einmal schauen, in welchem Zustand ist jetzt das Automatikgetriebe, wie ist dort der Zustand, und da gehen wir gleich gemeinsam darauf ein, welche Maßnahmen es für das Automatikgetriebe gibt und welche Möglichkeiten es gibt, damit das Automatikgetriebe möglichst lange lebt. Wir werden mit euch besprechen, welche möglichen Maßnahmen es gibt, um das Automatikgetriebe am Leben zu erhalten, und ich erkläre, dass ein Ölwechsel und eine Getriebespülung nicht die richtige Maßnahme für dieses Fahrzeug ist. Trotz des relativ jungen Alters und trotz der relativ kleinen Laufleistung ist das hier nicht die richtige Maßnahme. Egal welche Maßnahme man trifft, sollte man darauf achten, dass man originale Teile verwendet. Denn Öl ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn das Öl, was im Getriebe drin ist, bleibt nicht 10.000 oder 15.000 Kilometer im Getriebe, sondern sehr lange. Deswegen verwenden wir auch zum Beispiel nur originale Teile. Wir haben keine großen Rabatte für die ganzen ZF-Öle oder die Mercedes-Öle, aber man ist auf der sicheren Seite. Zum Beispiel ein 8 HP-Öl, ein 6 HP-Öl. Für die Mercedes haben wir die ganzen Mercedes-Öle, weil man einfach kein Risiko eingehen möchte. Dieser Kunde, der wie viele andere melden sich bei uns und denken, dass sie bei einer Laufleistung von 150.000, 200.000, dass eine Getriebespülung zum Beispiel die richtige Maßnahme ist für das Fahrzeug, und die wollen dem Auto was Gutes tun. Denn die denken, cooles Auto, ich würde ihn gerne noch 5, 6, 7 Jahre fahren, bevor sich die ganze Situation mit der ganzen E-Mobilität irgendwie herausgestellt hat, wo das Ganze hingeht. Aber bevor man irgendwas macht zum Beispiel, sollte man sich die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe angucken. Denn anhand der Werte kann man sehen, wie gesund ist mein Getriebe und was ist die richtige Maßnahme für mein Getriebe. Und das ist das, was halt normalerweise kaum einer macht. Um das machen zu können, braucht man einen Mercedes oder einen BMW-Tester, um die Werte sich anzuschauen. Denn wenn das Getriebe auch perfekt schaltet, kann es krank sein, kann es sozusagen kurz vom Defekt sein. Und das ist das, was wir halt vermeiden wollen. Generell kann man sagen, wenn dein Fahrzeug 10 Jahre alt ist und eine Laufleistung von 150, 180, auch bei manchen Autos 120.000 gelaufen hat, dann ist eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel unserer Erfahrung nach nicht die richtige Maßnahme. Denn wir gucken uns die Werte an, die Adaptionswerte, und sehen Druckverluste. Wir sehen auch Druckverluste und Probleme beim Getriebe, auch bei kleinen Laufleistungen, 60, 70, 80, 90.000. Deswegen für diejenigen, die nicht hierher kommen können und sich die Adaptionswerte angucken, bieten wir eine Fernwartung an. Wir schicken euch so ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows. Internet kann man über einen Hotspot vom Handy machen. Und dann können wir auf das Fahrzeug zugreifen. Wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen zum Beispiel, oder ihr vorhabt, euer altes Fahrzeug überlegt, soll ich das noch behalten oder soll ich das noch verkaufen, solange es noch fährt. Wir können alles prüfen, nicht nur das Automatikgetriebe, wir können auch zum Beispiel die einzelnen Komponenten des Motors prüfen. Ihr bekommt von jeder Prüfung immer ein Bild mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet, und so wird Komponente für Komponente durchgeprüft und ihr wisst,
wo ist Handlungsbedarf und was wird das ungefähr kosten, den Handlungsbedarf zu beseitigen, oder ist alles in Ordnung? Genauso auch mit dem Getriebe. Warum ist das so, dass bei einem Getriebe, zum Beispiel bei einer Laufleistung von 150.000 zum Beispiel oder auch bei kleineren Laufleistungen, das Fahrzeug für eine Getriebespülung nicht geeignet ist oder es einfach zu spät ist? Es ist immer davon abhängig, wie so ein Fahrzeug behandelt wird. Hat das Auto eine Anhängerkupplung, haben wir eine sehr hohe Belastung fürs Getriebe. Haben wir ein großes, schweres Fahrzeug, haben wir eine große Belastung fürs Getriebe. Haben wir viel Kurzstrecke, haben wir eine große Belastung fürs Getriebe. Haben wir eine starke Motorisierung, starke Belastung. Ist ein Fahrzeug ein Leasingrückläufer, was bei den meisten Autos der Fall ist, dann werden diese Fahrzeuge einfach nicht gepflegt. Einfach getreten, gefahren, misshandelt, weil man weiß, nach 3 Jahren geht das Auto zurück. Und deswegen erleben wir häufig Fahrzeuge auch mit kleinen Laufleistungen auch noch auf Garantie, wo es bereits Probleme gibt. Nun, diese Garantien sind alle sehr, sehr schlau. Solange das Getriebe noch fährt, ist die Garantie nicht aktiv. Erst wenn es kaputt ist. Aber kaputt geht es erst dann, wenn ihr das Getriebe oder wenn die Garantie vorbei ist. Oder auch Schaltprobleme übernimmt eine Garantie nicht. Was heißen diese Adaptionswerte? Was sagen die uns? Die Adaptionswerte, die wir halt sehen, wir sehen einmal Kupplungsfülldrücke und Schnellliefzeiten. Die sagen uns, dass wir im Getriebe einen Druckverlust haben. Warum ist ein Druckverlust das Schlimmste, was wir haben können im Getriebe? Weil ein Druckverlust sorgt für einen zu großen Verschleiß. Der sorgt für einen Verschleiß, den wir nicht haben wollen. Die Kupplungslamellen, die dann den Getriebeschaden bedeuten, die verschleißen schneller, als wir das wollen. Und haben dadurch natürlich auch einen Folgeschaden. Diese Kupplungslamellen sitzen im Getriebe in so einem Gehäuse. Hier haben wir 5 Kupplungen zum Beispiel. Die bestehen aus einer Lamellenkupplung und einem Gegenstück und die werden sozusagen von dem Öl zusammengedrückt durch einen Öldruck. Haben wir irgendwo einen Druckverlust, dann haben wir das Problem, dass wir nicht genug Öldruck haben, um die Lamellen zusammenzudrücken und dadurch schleifen die einander und irgendwann ist diese Beschichtung halt weg. Das Problem ist, was uns dazu kommt, dass diese Beschichtung halt nicht magnetisch ist, das heißt, die schwimmt im Öl und die sorgt für Folgeschäden. Zu denen kommen wir gleich. Wo kann zum Beispiel so ein Druckverlust passieren oder warum? Warum? Weil zum Beispiel das Öl irgendwann seine Eigenschaften verloren hat und wir haben zu hohe Temperaturen im Getriebe und die schädigen Gummikomponenten des Getriebes. Dadurch haben wir zum Beispiel den Druckverlust durch Gummibeschädigung oder durch Alter, weil so ein Getriebe zum Beispiel 10, 12 Jahre alt ist. Gummi ist nicht Teflon, das ist irgendwann halt verschlissen. Eine Möglichkeit des Druckverlustes ist zum Beispiel, sind die Dichtungen zwischen dem Getriebe und der Mechatronik. Hier haben wir Dichtungen, denn die Mechatronik verteilt den Öldruck an die richtige Position. Das Öl geht hier rein oder hier rein oder hier rein oder hier rein. Das verteilt das alles. Haben wir sozusagen die Kontaktfläche, einen Druckverlust dort, dann haben wir dort das Problem. Und das ist auch sozusagen das schwächste Glied. Das heißt, dort geht der Druckverlust meistens los. Ne? Eine weitere Möglichkeit ist die Mechatronik selber. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten des Druckverlustes, verschiedene Ursachen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Dichtung zwischen den beiden Mechatronikhälften, so sehen die aus, haben wir so eine Dichtplatte. So kann man sich die einmal vorstellen. Und diese Dichtplatte hat eine Gummibeschichtung. Hier sieht man, diese Gummibeschichtung ist kaputt. Kaputt geht sie dadurch, natürlich wie schon gesagt, durch hohe Temperaturen, durch eine schlechte Schmierwirkung und dann haben wir hier einen Druckverlust. Was ich gesagt hatte, dass dieser Verschleiß, dieser Lamellenverschleiß dafür sorgt, dass wir Folgeschäden haben, das kann man in der Mechatronik zum Beispiel sich am besten vorstellen. Denn dieser Lamellenabrieb, der ist nicht magnetisch, der schwimmt im Öl und der bleibt in der Mechatronik hängen, in diesen ganzen sozusagen Bereichen und sorgt dafür, dass zum Beispiel diese Kolben, die sich in der Mechatronik in einer Minute 1000 Mal bewegen, dass die zum Beispiel kaputt gehen und verschleißen, so wie wir hier zum Beispiel sehen. Ihr seht wahrscheinlich, hier haben wir einfach einen Verschleiß. Und das Problem ist dadurch, wir haben einen Kompressionsverlust. Einen Kompressionsverlust zwischen Gehäuse und Kolben, wie beim Motor. Wenn die Kolbenringe nicht mehr in Ordnung sind, dann haben wir hier einen Kompressionsverlust. Das ist auch eine Möglichkeit des Druckverlustes. Nur, wenn zum Beispiel die Gummidichtungen kaputt sind, das ist noch bezahlbar, es ist noch im Rahmen. Dann tauscht man die Dichtungen, spült das Getriebe, super. Wenn zum Beispiel die Dichtplatte beschädigt ist, tauscht die Dichtplatte, spült Getriebe, tauscht die Dichtung, in Ordnung. Wenn aber wir hier einen metallischen Verschleiß haben,
so eine Mechatronik kostet 2.500 Euro, nur die Teile. Und momentan sind die zum Beispiel noch nicht mal zu bekommen, sind nicht lieferbar. So. Wir haben bei manchen Fahrzeugen die Möglichkeit, diese Mechatronik instand zu setzen. Wir werden gemeinsam in dem Ende des Videos die Mechatronik gemeinsam auf Kompression prüfen und zeigen, wie wir die Mechatronik instand setzen. Wir reparieren die bei manchen Autos. Bei manchen kann man die nicht reparieren. Da muss man eine neue nehmen. Denn wenn man diesen Druckverlust nicht beseitigt, wird das Getriebe in jedem Fall kaputt gehen. Deswegen muss man schauen, dass man die richtige Maßnahme trifft, weil wir haben leider oft Kunden, die uns anrufen, aus Österreich, Schweiz, aus Süddeutschland, überall. Die dachten, die tun dem Getriebe was Gutes, die haben 1.000 Euro für eine Getriebespülung investiert, aber das Getriebe schaltet danach schlechter. Natürlich schaltet es schlechter, wenn man die falsche Maßnahme gewählt hat für ein Getriebe, wenn man sich nicht die Adaptionswerte angeguckt hat, wenn man vielleicht nicht eine originale Ölwanne inklusive Filter verwendet hat, wenn man mit Chemie gespült hat. Die Chemie greift Gummikomponenten an dem Getriebe, wenn man mit externem Druck gespült hat, die Gummikomponenten zum Beispiel der Mechatronik beschädigt. Diese ganzen Sachen muss man hinterfragen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man Geld bezahlt hat und das Getriebe schaltet schlechter. Deswegen versuchen wir mit diesen Videos euch so ein bisschen zu sensibilisieren, damit man weiß, was man tun sollte, was man nachfragen soll, welche Maßnahmen es gibt, um einfach die richtige Entscheidung und die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug zu treffen, weil solche Fahrzeuge sterben aus, die wird es nicht mehr geben und mehr Menschen wollen diese Fahrzeuge länger behalten und wir wollen da auch behilflich sein, dass ihr das auch könnt. Ihr müsst nicht alle hierher kommen, ihr könnt auch jemanden in der Nähe finden, der das euch machen kann, aber wichtig ist einfach die richtige Maßnahme zu treffen. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die BMW fahren, Mercedes fahren und länger was von dem Fahrzeug haben wollen, teilt das Video, hinterlasst ein Abo auf den Kanal, liked das Video, kommentiert, wenn ihr Erfahrung habt, damit einfach das Video besser geteilt wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Es kann auch zum Beispiel passieren, dass wir einen metallischen Druckverlust haben. Das heißt, in der Mechatronik selber haben wir solche Kolben, die bewegen sich permanent und die werden durch diese Ventile hier aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel schmutziges Öl haben mit sehr viel Lamellenabrieb oder qualitativ minderwertiges Öl, was halt sehr lange im Getriebe ist, dann können wir das Problem haben, dass diese Kolben verschleißen. Hier kann man das relativ gut sehen. Hier sieht man, die sind verschlissen. Das heißt, hier sieht man, wir haben Riefen. So, und dann haben wir nicht mehr die richtige Kompression und dann haben wir den Druckverlust zwischen dem Kolben und der Mechatronik. Das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. In dem Video werden wir auch so eine Mechatronik instand setzen. Das heißt, wir werden eine Reparatur machen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Verschleiß. Das heißt, den Verschleiß so einer Mechatronik. Das heißt, wir sollten normalerweise Werte haben von ungefähr 18. Ihr werdet zum Beispiel sehen, der Bereich hier, der rote, der hat einen Wert von ungefähr 10. So, ihr seht, wir haben knapp 10. So. Ein vernünftiger Bereich sieht zum Beispiel so aus. Ihr seht, wir haben hier knapp 30. Hier haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser metallische Druckverlust existiert, dann muss man den beheben. Dann bringt es nicht zu spülen, dann bringt es nicht, die Dichtungen zu tauschen oder die Dichtplatte. Dann muss man die Mechatronik entweder austauschen oder halt instand setzen. Das werden wir in dem Video halt auch machen. Des Weiteren haben wir auch hier zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch Filter. Und diese Filter, so wie hier, die verschmutzen und dann kann dadurch ein Problem entstehen, dass die Lamellenkupplungen ebenfalls nicht richtig zusammengedrückt werden, weil die Dinger zum Beispiel verstopft sind. Das Problem ist, dass die Getriebehersteller natürlich auch ins Getriebe oder auch in die Mechatronik Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, bestimmte Komponenten, die früher oder später kaputt gehen müssen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller, die Komponenten anbieten, um das Getriebe oder die Mechatronik zu verstärken. Hier sieht man zum Beispiel originale Teile. Das ist zum Beispiel ein Kolben. So sieht er neu aus und so sieht er aus, wenn er zum Beispiel nach einer bestimmten Laufleistung. Es gibt die Möglichkeit, so einen Kolben einzubauen mit einer Metallfeder, damit sowas nicht mehr passiert. Denn das sorgt zum Beispiel für Schallstöße. Genauso gibt es auch hier Komponenten. Zum Beispiel hier kann man die sehen. Ihr seht, dass es links ist das Originale und rechts ist das Zubehörsystem, was verstärkt ist. Und hier bei dem Originalen sieht man, wir haben schon Verschleiß und dadurch haben wir nicht mehr die Dichtigkeit, die wir haben sollen. Hier werden wir das Problem nicht haben. Und für solche Komponenten gibt es halt sehr, sehr viele. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Getriebe zu warten, instand zu setzen, sondern wir können das auch verstärken, damit das möglichst lange hält. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird
zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.